Hi bei Bauboom Bang und zu einem neuen Project Bang, und das Motto dieses Videos ist: Wer sucht, der findet auch ein Projekt. Ja, das hier ist unsere Holzscheitecke, und zwar seit weit über 10 Jahren stapeln wir einfach immer wieder unser Brennholz hier draußen vor der Haustüre an der Wand. Aber meine eigentlich mal gedachte Konstruktion hier, das hält alles nicht mehr, das ist auseinandergebogen. Einfach der Witterung geschuldet. Und jetzt suche ich nach einer Lösung, und ich habe eine coole Lösung. Und zwar, das wird zwar ein Gemisch aus Holz und Metall, aber solltest du nicht schweißen können, dann jetzt nicht zurückschrecken, weil das kann jeder tatsächlich auch realisieren, dann aber einfach nur die reine Holzvariante. Ich habe natürlich beide Versionen gewählt, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Holz weg, und unten in der Werkstatt geht's los mit dem Projekt. Viel Spaß! Das ist Restholz, welches ich noch habe, und das sind auch tatsächlich die Abschnitte, die ich von meinem coolen Außensofa-Bau noch habe. Ist natürlich da oben oder da oben irgendwo verlinkt. Schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Wundert mich, haben noch gar nicht so viele sich angeschaut, aber es ist wirklich geil geworden. Das ist auf jeden Fall das Restholz, das ist Lärche, was ich auch für den Terrassenbau verwendet habe. Sehr, sehr geiles Holz, besonders auch für außen. Ist halt aber auch Massivholz ein bisschen geschüsselt, und das werden wir jetzt abrichten, und genau das brauchen wir nachher. 45 cm lang, jeweils 45 Grad abgeschnitten, aber vorher kommt es hier erstmal durch meine dicke Berda. Wir haben alles abgerichtet. Ich habe das Sägeblatt anhand meinem Levelmeter auf 45 Grad gebracht. Ne? Kann ich nur empfehlen, diese Levelbox braucht ihr immer bei egal Bandsäge, Kreissäge, egal was. Kann ich nicht oft genug sagen. Sehr geil, ist auch unten irgendwo bei mir verlinkt. Jetzt werden erstmal 45 Grad hier abgesägt, und zwar so knapp wie möglich. So, das alles durch. Alle Teile, und dann messen wir die 45 cm erst ab und längen dann die nächsten 45 ab. Schaut einfach zu. Ich habe jetzt ein Teil von beiden Seiten in 45 abgeschnitten und habe mir jetzt hier hinten an meinem Anschlag genau dieses coole Teil da hinten einfach so abgemessen, eher gesagt angelegt, dass ich da mit dem Sägeblatt bin und hier einen wiederholgenauen Schnitt machen kann. Und jetzt nehme ich mir hier mein zweites Brett, also mein nächstes, hinten an den Anschlag und wirm, und dann sollten die gleich lang sein. So, jetzt legen wir die mal Kupp ob Kupp. Jetzt ist alles hier auf 6 cm eingestellt. Das heißt, wir machen uns jetzt unsere 6 cm Streifen und gucken halt, welche Seite vom Holz irgendwie cool ist oder auch nicht cool ist. Und wo wir dann nachher einen Schnitt reinmachen und wo wir keinen reinmachen. Und da ich vielleicht beim Kürzen dann hier zum Beispiel durch so ein Astloch durchschneiden würde, wollen wir das natürlich vermeiden und nehmen das als ganzes Stück, weil hier gibt es keine Reste. Und hier seht ihr zwei hervorragend geschnittene Teile, super sauber, super gerade geschnitten. Und genau das ist das, was wir brauchen, und das machen wir jetzt massenweise. Jetzt wird mal meine Vorderzange wieder verwendet, und wir verwenden auch wieder hier meinen Domino-Fräser, und jetzt ist der Domino-Fräser auf 45 Grad Fräsung eingestellt, und ich nutze ganz simpel einen der schon fest verbauten Anschläge quasi und fräse jetzt so
so rum die 45 Grad Fräsung da einfach rein. Gerade ansetzen, gegen einen dieser Anschläge hier setzen und dann und fertig. Wenn das läuft, passt immer auf, hier unten das rotiert, ja, nicht da mit den Fingern reinkommen, das ist der einzige Teil an der Maschine, der nicht geschützt ist, nicht so geil, wenn ihr da rankommt. Aber ihr habt jetzt die Domino-Fräsungen alle perfekt hier an der Stelle, dreht sie jetzt so um und vertut euch nicht, dass ihr aus Versehen genau so rumfräst, das heißt, auf der anderen Seite müsst ihr den rechten Anschlag verwenden und nicht den linken. Und jetzt werden wir das Ganze testweise einmal zusammenstecken, so dass wir wissen, dass alles passt. Sieht schon mal super aus. Ich bin doch nicht so doof, wie ich dachte. Da haben wir unseren Rahmen. Hier ist noch ein bisschen Spiel drin. Da können wir gucken, woran es hapert. Und zur Not können wir das Domino-Loch noch ein bisschen tiefer machen. Aber ja, das passt. Ne? Das ist jetzt kein Möbelstück, sondern für draußen. Soll natürlich trotzdem geil werden. Deshalb gucken wir, dass es genau passt. Jetzt kann es verleimt werden und verzwingt. Ich nehme hier Ponal wasserfest. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht mein Lieblingsleim. Aber ich leime mit dem sehr, sehr gerne, weil ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Natürlich leime ich auch sehr gerne mit hier dem amerikanischen Zeug. Aber der ist alle. Und vom Ponal habe ich noch. Und da wird natürlich erstmal das aufgebraucht, was wir haben. Ein bisschen auch hier ins Loch. Und das ist halt der Vorteil bei den Dominos oder insgesamt natürlich, ne, dass bei Dübeln, Holzdübeln, die sind immer schon ein bisschen angerillt, vorgerillt, so dass der Leim dort auch entfliehen kann. So, und so wie wir es testweise zusammengesteckt haben, logischerweise, so stecken wir es jetzt auch geleimt wieder zusammen. Deshalb haben wir den Test ja gemacht. Kommentiert mal gerne, was ihr so für einen Leim, was benutzt du für einen Leim, wenn du Holz verwendest? Orientierst du dich da nach der Holzsorte? Orientierst du dich da nur nach wasserfest, nicht wasserfest oder so? Ich nehme immer wasserfesten, weil wozu soll ich anderen verwenden? Kann aber sein, dass ich mich da natürlich total mit verrenne. Deshalb gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was du verwendest. Ah, siehst du? Genau, falsch rum. Das ist nämlich das Gute, wenn ihr die Verbindung, die Domino-Verbindung nicht mittig macht, sondern leicht versetzt, dann weiß man auch, wie die Teile zusammenpassen. Jetzt kommen die großen Zwingen, zwingend notwendig. Und wie ich immer so schön sage, man kann nie genügend Zwingen haben. Die finde ich auch wirklich super, die Riesenteile, obwohl ich auch schon wirklich blöde Erfahrungen mit Wolfkraft-Zwingen gemacht habe. Aber man nimmt, was man günstig bekommt. Geschenkt sind die nämlich nicht. So, und jetzt trocknen lassen, mindestens eine Stunde, dann solltet ihr glücklich sein. Trocknungszeit von anderen Teilen kann man immer dazu nutzen, dass man schon die Endarbeit oder weitere Arbeit an den schon fertigen Teilen macht. Und dazu habe ich mir jetzt hier meinen Superschleifer genommen und den machen wir an. Vielleicht erst den Strom. Jetzt gibt es noch einen kleinen Add-on, weil wozu habe ich denn auch so coole Geräte, wenn man sie nicht benutzt? Natürlich doch. Ich habe einen 45 Grad Kantenfräser von ENT oder wie heißt die Nummer? Warte mal. Doch, ENT. Die sind wirklich geil, da habe ich gute Erfahrungen mit. Und was wir machen uns eine 45 Grad Phase hier innen drin rein, weil ich da ja das Holz rein und raus stapeln werde. Und damit diese Kante hier nicht irgendwie blöd abbricht, werden wir sie einfach schon vorher professionell brechen.
seht ihr die wunderbare Phase im Gegensatz zu der Seite, wo sie halt noch nicht ist. Das machen wir natürlich aber von beiden Seiten. Um die Verbindungsstähle zu machen, habe ich mir jetzt einfach nur eine Leere quasi kurz gemacht, ein altes Holzstück, angezeichnet, 24 cm. Und dann geht es hier mit einer Flex mit einem 0,6er Blatt ran. Und dann haben wir hier passend 24 cm abgeschnitten. Und jetzt machen wir 3 cm tiefe Löcher. Weiß ich. Warum markiere ich sowas mit diesem wunderbaren kleinen Druckbleistift? Weil ich hier eine 0,35er Mine habe. Ja, die bricht laufend ab. Ja, aber ich habe feine, kleine, präzise Markierungen. Weil desto dicker der Markierungsstift, desto beschissener die Markierung. Jetzt benutzen wir einen 2-Komponenten 2K Epoxy-Kleber, also 2K, deshalb auch 2 Komponenten. Habe ich noch nie benutzt, diesen, aber finde ich sehr geil, weil 2 getrennte Tuben, nicht irgendwie mit Mischverhältnis. Ja, da kann natürlich das Mischverhältnis auch mal scheiße sein, aber ja, ganz ehrlich, ich mache einfach 1:1 Mischverhältnis. Ach, guck mal hier, sogar mit Anmisch-Dings hier. Sehr geil. Brauche ich aber nicht. Ich mache das auf einem Stückchen Holz. Dann nehmen wir, was ist das denn? Binder und Härter. Das ist der Binder, das ist der Härter. Und vom Binder gibt es ein bisschen mehr als vom Härter. Und sehr geil, weil, das finde ich sehr nachhaltig, muss ich sagen. Boah, stinken tut es aber trotzdem. Das ist ein 5-Minuten-Epoxy und wird danach wahrscheinlich wie die Hölle, die Pest und alles zusammen halten und nie wieder auseinandergehen. Wir sind gespannt und machen jetzt die Stahlstäbe zusammen. Wo sind sie? 4 Stück, 4 gleich lang. Top. Ein bisschen mache ich da drauf nur. Ich will da auch nicht zu viel drauf machen. Erstes Teil, da rein. Da bleibt schon jede Menge übrig. Scheiße. Das können wir uns hier direkt runternehmen. Für die nächste Stange habe ich doch gedacht, scheiße, siehst du, habe ich viel zu viel gemacht. Manchmal ist viel besser als wenig. Ihr seht hier nur so ein bisschen da drauf, reicht schon völlig aus. Jetzt nehmen wir uns den Kollegen. Wo ist das Maßding? Checken, dass wir 18 cm zwischen den Teilen haben. Okay, da können wir noch ordentlich kloppen. Habe ich mir nicht so Abstandsteile gemacht, Mann. 20 Minuten warten. Und dann ist der Kollege fertig. Boah, die werden einfach geil. Die werden einfach geil. Zum ganzen Holz habe ich auch eine Stahlversion natürlich in petto, weil ich möchte das Ganze in einer Kombi aus Stahl und Holz machen. Für die, die keinen Stahl bearbeiten können, können einfach nur Holzelemente bauen. Das ist halt das Geile. Und ja, die halt auch Stahl bearbeiten können, können halt eben die Kombi nutzen, so wie ich sie jetzt gemacht habe. Auch hier 45 cm lang und 45 Grad angeschnitten. Ich habe mir ein Masterpiece schon geschnitten und ja, das Ganze ist 20 mal 40, denn die Holzteile sind 60 breit und 20 hoch, 25 hoch, so. Ich habe hier 20 mal 40 und genau, jetzt wird alles zugeschnitten. Wir starten mal mit dem ersten Querschnitt. Let's go!
Das Ganze jetzt noch 6 Mal. Jetzt haben wir die ganzen Teile geschnitten und jetzt kommt mein neues Lieblingstool zum Einsatz, um das alles zu entgraten. Aber Atemschutz anmachen und ab geht die Post. Das ist so geil. So schnell geht das, ohne Flex, super leise und angenehm. Ich habe alles eingespannt. Auch hier wichtig wieder ein Kreidreieck zum Einspannen, weil einfach maßhaltig und super zum Spannen. Hier mit den Schnellzangen fest am Tisch festgemacht, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt werden hier die Seiten gepunktet, jeweils von oben immer diagonal, dann umgedreht, wieder verspannt, wieder diagonal gepunktet, dann wieder umdrehen und dann kann man durchschweißen. Ich schweiße in dem Falle aber nur, weil ich faul bin und weil es für mich reicht, weil es muss statisch nichts aushalten. Einfach nur hier die Seiten durch auf beiden Seiten, dann ist das Ding fertig. Das 2-mal und dann kommen hier, genauso wie bei der Holzvariante, kommen hier die Stahlteile, nur dass da keine Löcher gebohrt werden, sondern es einfach direkt verschweißt wird. Let's go! Alles ready. Hier oben noch warm, also aufpassen. Aber sehr geil, verwindungstechnisch alles im mega grünen Bereich, also sehr, sehr stabil. Passt auf, wie gesagt, wenn ihr schweißt, immer diagonal, immer anständig verspannen, dann passiert da auch nichts. Und jetzt haben wir unseren Metallkorb auch fertig und davon machen wir noch mindestens einen zweiten, vielleicht auch noch einen dritten. Mega. So, alles an Holz weg. So, die Ecke quasi vom Holz befreit und von der alten Konstruktion. Fassade hier wird irgendwann gemacht, aber das Schöne ist ja, das fertige Modulsystem kann man einfach so hin und weg transportieren. Und ja, jetzt können wir das da hinstellen. Die komischen Bretter da an der Wand haben wir noch weggemacht. Ein erstes Modul. Und können das hinstellen und schaut dabei natürlich darauf, dass das safe steht. Ne? Zur Not könnt ihr das irgendwie natürlich noch absichern gegen Fallen und so weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie wir das hinstellen können. Die Chefin vom Haus ist für gerade. Und das Schöne ist, ich habe euch alle Möglichkeiten offen gelassen. Ihr könnt auch die Verstrebungen oben und unten machen, seitlich, wie ihr wollt. Ich stelle das Ganze jetzt erstmal hin. Wasserwaage genommen und wir sind hier hervorragend gerade und hier oben in der Diagonalen muss man es halt auch messen. Und da sind wir jetzt auch gerade. Ich habe einfach hier unten auch ein Stückchen untergesetzt mit dem Holz. Und das Holz, was wir da jetzt reinräumen, das ist ja das, was das Ganze nachher stabilisiert. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze, weil es ja modulweise ist, beides gleich breit ist, nur von der Tiefe halt eben ein bisschen unterschiedlich, könnt ihr das Ganze auch leicht versetzt setzen. Ihr könnt es so, wie ich es eigentlich mal geplant hatte, hier nebeneinander abwechselnd. Oder wie gesagt, wenn ihr eben keine Metallarbeit könnt oder eben die Maschinen nicht habt, dann macht doch einfach nur die reine Holzversion, die ich wirklich sehr, sehr geil finde. Mit den Bewährungsstellen dazwischen, wie gesagt, da muss man nichts können, außer halt die eben zu trennen. Und das geht mit einer Mini-Flex, whatever, also auch mit einer kleinen Metallsäge. Seid ihr nur ein bisschen länger dran. Das Ganze steht und wird jetzt eingeräumt. Oh, ich liebe Holz-Tetris. Ich finde, es ist ein super schönes,
einfaches Projekt geworden. Das kannst du genauso nachbauen, wie ich es gebaut habe. Und auf bauboombang.de findest du auch die Bauanleitung, also die Maße. Ist nicht schwer, aber ich habe es trotzdem mal einfach runtergeschrieben zum Download. Für dich natürlich kostenlos. Lass aber auf jeden Fall ein Abo, ein Like da und kommentier fleißig. Und vielleicht schickst du mir einfach mal ein Bild von genau deinem Projekt, was du von mir nachgebaut hast oder selbst konstruiert, whatever. Also, ich finde es richtig cool geworden und ja, ich werde noch ein paar davon bauen, weil ich habe noch ein bisschen Holz vor der Hütte. Bleibt gesund.